Hallo da draußen, herzlich willkommen. Neue Runde mit Blues and Bullets. Es hat ja ein bisschen gedauert, es kam ja natürlich mal wieder eine Zeit lang nix. Ihr kennt das ja mittlerweile schon. Und jetzt wurde ich quasi dazu getreten, dass ich jetzt endlich weitermache. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Ich musste auf jeden Fall eine ganze Ecke jetzt wieder nachspielen, weil er natürlich nicht genau da speichert, wo ich aufgehört habe. Das kennen wir ja schon von einigen anderen Spielen. Aber das soll uns jetzt nicht dran hindern. Das mit dem Faktenstrang, das habe ich ja nun mittlerweile herausgefunden. Ihr seht, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sieht jetzt sogar ein bisschen anders aus, weil ich halt, wie eben gerade schon erwähnt, bis hier nochmal neu spielen musste. Zumindest ein Stück. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie das geht. Und ich hoffe mal, ich habe euch jetzt nicht zu viel vorweggenommen, aber ich denke mal nicht. Im Badezimmer hinten war ich noch gar nicht gewesen. Ja, machen wir einfach mal weiter. So, hier war ich schon überall. In der Küche, glaube ich, war ich noch nicht. Also wenn sich jetzt was wiederholt, nehmt mir das bitte nicht übel. Es ging leider nicht anders. What is it with Italians and olives? They lap those things up like caviar. Ja. Ich mag definitiv keine Oliven. Like a true bachelor, he should have put these into soak. Hours of scraping to get them clean. Although at this stage I don't think Boccherini's too worried about that. Also ja, das mit dem Esstisch hatten wir auf jeden Fall schon. So viel kann ich schon mal sagen. 4 glasses. 2 of water, 2 of wine. I've always been a whiskey man, but I know a good wine when I see one. Na, da bleiben wir doch mal lieber beim Whisky. Leftover lasagna, and it looks good. Why is it that 2 out of 3 Italian gangsters are great cooks? I'll never understand what the deal is with them and cooking. The plates and the glasses leave no room for doubt. Boccherini had company for dinner. Kann natürlich sein, dass ich diese Vermutung schon geäußert habe in der vorigen Folge. Aber das scheint auf jeden Fall so, als wenn jemand bei ihm war und halt versucht hat, denn irgendwie das alles so hinzudeichseln, oder dass es so aussieht, als wenn jemand eingebrochen ist. Schöner Messerblock. Ich wollte auch immer einmal einen haben. Obwohl es gibt Personen, die sagen, meine Küche ist nicht gut ausgestattet. Wo ich vehement sagen muss, dem ist eigentlich nicht so. Ich habe alles, was nötig ist. Ich habe einen Löffel, ein Messer, eine Gabel. One knife's missing, the biggest one. Noch mehr? Ja, eine Tür. Shut from the inside. Neuer Hinweis. Wir haben... How did the body reach its current position? noch keine wirklichen Fakten, wie die Leiche da wirklich hinten hingekommen ist. Allerdings scheinen wir hier auch nicht wirklich schlauer zu werden. Ich muss sagen, jetzt gehen wir Richtung Badezimmer mal, weil da war ich jetzt im aktuellen Spielstand noch nicht gewesen. Hier habe ich nichts über... Achso, warte, hier habe ich noch was. Takes a strong man to tear that out, or several. Das dürfte uns eigentlich auch nicht wirklich helfen. Hier kamen wir ja, glaube ich, nicht rein, ne? Jammed shut from the inside. Maybe between the two of us when Milton gets back. If I'm not mistaken, this door opens onto the same room as the locked door in the kitchen. Bin ich ja echt mal gespannt, was da drin ist. Da haben wir den Löffel. Blood and some kind of sticky liquid. Damit wissen wir schon mal, was mit den Augen passiert ist.
A teaspoon stained with blood and some kind of sticky liquid. The mixture of sticky liquid and blood can only mean one thing. The spoon was used to remove Boccarini's eyes. The mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives. Psychopathy or cultist fanaticism. Which is it? Das ist eine gute Frage. Nur halt wegen dem Motiv bin ich mir überhaupt noch nicht schlüssig. Aber gucken wir jetzt mal im Badezimmer weiter. Ich kann mir nicht helfen, mir kommt das immer so ein bisschen so vor, als wenn das Spiel ruckelt. Ich habe mir das mal in der Aufnahme mal angeguckt, da geht das eigentlich. Falls ihr eine Ahnung habt, woran das liegt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Oh shit. I should have stayed in my diner. Oh. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Szene haben sie sehr schön gemacht. Selten sowas Tolles gespielt. Naja. Und gleich kommt die Überraschung. Are these teeth from the body? Well, at least I know why his teeth were pulled out, more or less. Lynchmord. Motiv, glaube ich, brauche ich jetzt gar nicht raufgehen. Aber ich glaube... Nicht! Verdammt! Was sagt er mir, ne? Ach nee, stimmt, das war ja... Die Leiche dahin kam. Aber müssten wir da nicht schon eigentlich alles haben? What is that? Das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Looks like a ritual. What was Boccarini mixed up in? So, ich glaube, jetzt sind wir so circa auf dem Stand... Ach nee, stimmt, beim Auto waren wir noch nicht. Gott, dann habe ich eigentlich viel zu früh aufgenommen. Naja, gut. This car looks too classy for a forger like Boccarini. Are there sufficient reasons to believe that when the murderer attacked Boccarini, there was someone else in the house? The first possibility to be ruled out is that the car belonged to Boccarini. Let's take a look in the glove compartment. Ja klar, das ist auch das Erste, was ich machen würde. Bingo. A man's cigarette case. Ein Zigarettenetui. OB. One of the Boccarini clan? Und dann nennt man das OB? Gab's hier noch irgendwas, oder... Ach stimmt, vorne beim Nummernschild, glaube ich, war noch irgendwie was, ne? Vermont plates. Someone drove a long way. Okay, dann ist es definitiv nicht sein Auto. Denke ich mal. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Naja, die Folge ist auch schon fast wieder rum. Ja, es tut mir leid. So, aber wir kommen jetzt trotzdem nicht weiter. Das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen kombinieren. Auto. Auto. Einmal Kennzeichen. Einmal das Zigarettenetui. OB on a cigarette case. 1. It has Vermont plates. 2. It's too luxurious for a criminal of his standing. 3. The initials on the cigarette case don't match his name. The next possibility that needs to be ruled out is that the car was stolen. There should be evidence that there was someone else in the house. Ahne so langsam, worauf er hinaus will. Aber ich werde dazu jetzt mal noch nichts sagen. Allerdings habe ich noch nichts wegen dem Motiv. Komme ich immer noch nicht rein.
Was habe ich übersehen? Das Motiv. Ach ja, warte mal, Some Ritualmord. kind of symbol drawn in blood. The mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives. Psychopathy or cultist fanaticism. Which is it? A sick altar of human flesh. Although I don't know the origin of the symbol in the bathroom and the altar of flesh and teeth, I'd say the motive was some kind of occult religion. The big question is, who did it? Naja, es läuft ja alles auf den Gast hinaus, aber wieso hat der Gast denn wieso hat er das in der Garage von dem armen Jungen hier gestellt? Und zweitens, warum hat er das stehen lassen? Wie dämlich ist das denn? Warte mal, was haben wir denn da oben beim Nein! Nein! Was haben wir denn da oben beim Lynchmord noch? Fehlt mir doch auch noch was. A door in the corridor jammed shut. It opens Auch nicht, onto da the fehlt same mir doch room as a was. lamp. Torn off its brackets Ah, and okay. blocking Boccherini, already minus hands, was dragged into the hall, where the murderer used the brackets of the lamp to complete his macabre diorama. Ah, okay. Okay. Ja, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer der Gast war. Aber wie soll ich das denn bitte sehr herausfinden? Da hab ich da schon was. Natürlich der Dirty Gast. plates, glasses and silverware from a dinner for two. Klar, logisch. The dirty dishes and glasses prove that Boccherini ate lasagna with one other person. Was Boccherini's guest still in the house when the murderer showed up? Natürlich eine gute Frage. Oder hat derjenige sich da A door in the eingeschlossen? corridor jammed shut. It opens onto the same room as the Nein, hat er nicht. A door in the kitchen. Das kann es dann locked aber from auch the nicht inside. sein. It opens onto a broken whiskey glass found in the dining room. Was das allerdings jetzt mit den Zeugen auf sich hat, greife ich auch What nicht looks ganz. like the bottom of a broken glass buried in Boccherini. Seems clear that Boccherini and his guest were drinking when the murderer took them by surprise. The real question is, what happened to the witness? Did they escape? Did the murderer take them? Or are they still in the house? In dem Zimmer. Genau. A door in the corridor jammed shut. It opens onto the door in the kitchen, locked from the inside. One locked door could be a coincidence, but two locked doors which open onto the same room can't be. Either I'm completely wrong, or the witness is in that room. But I need Milton to open one of those doors. Oha, wir sind nervös. Mr. Ness, can you open the door for me? It was open. Why did you ring? I thought I should use the doorbell so I wouldn't startle you. When I Hat ja came gut in, I geklappt. pressed the doorbell and it didn't work. Well, in light of the facts, I deduced that it was your finger that wasn't working. So, what can you tell me to restore my faith in you as a detective? What is that? Not a good start. It's a camera, so Alphonse can see all this. All right. Follow me. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Boccherini had company for dinner. Someone from Vermont with the initials OB. Someone whose social status was a lot higher, but who was on the same side of the law. He served lasagna, and after clearing away the dishes, they opened a bottle of whiskey in the dining room. That was when the murderer burst in on them, coming through the window which he broke with his own body weight. Boccherini, or maybe his guest, pulled a gun, but it was a waste of time. The murderer was so fast he was disarmed before he could fire.
He focused his attention on Boccherini, totally ignoring the guest, and lifted him up into the air. He then threw him against the dining room table so hard that one of the glasses of whiskey was embedded in Boccherini's back. He span around, clawing at the table, and immediately afterwards the murderer ripped off his hands. I have no idea how he did it, but all the evidence suggests he just pulled. Blood sprayed everywhere. The wristwatch fell to the ground. He dragged him through the corridor into the hall. He tore down the lamp, hung him from the brackets, and stabbed steel rods through his body. He skewered him on the iron bars, possibly taken from the fence outside, and pulled out his teeth one by one. Finally, he scooped out his eyes with a teaspoon. Boccherini must have been dead when the murderer went to the bathroom with his hands in his teeth. There, he arranged them to make an altar, weaving the fingers together and placing the teeth inside. Next, he painted something on the wall in blood, a symbol which I don't recognize, but which could have some kind of ritualistic significance. When he'd finished his artwork, he left. I don't know what he did with the eyes. You're telling me that someone did all this armed with a teaspoon? More or less. And you worked all this out on your own, just by looking? More or less. I don't know which of the two of you scares me more. Wait a second. What about the guest? Right. Come with me. Also wirklich sehr schön kombiniert, muss ich sagen. Der Kerl sollte mal Geschichtenerzähler werden. Nothing. Turns out Verdammt. Mr. Untouchable isn't infallible. But you were close. Congratulations. This must be Boccherini's office. Let's take a quick look around. All yours.